Etwa 4 Wochen sind wir jetzt auf dem Arera Camper Mazarrón. Wie wir unseren Aufenthalt dort gestaltet haben und was wir uns alles angesehen haben, darüber möchte ich heute berichten. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Geplant war ein Aufenthalt von 4 Wochen nicht. Ursprünglich wollten wir nur 14 Tage bleiben, haben dann aber zweimal verlängert um jeweils eine Woche. Nach 3 Wochen mussten wir unseren Platz wechseln, weil unser Platz für jemand anderes schon reserviert war. Wir waren vom 25. Oktober bis zum 20. November auf diesem Stellplatz. Er war in dieser Zeit fast immer voll belegt, aber es gab auch hier und da immer mal freie Plätze, sodass Camper, die unangemeldet hier angereist sind, auch noch für einige Tage meistens einen Platz bekommen haben. Vielen Campern ist es hier wie uns gegangen, haben immer wieder verlängert und so war es für die Rezeption nicht immer ganz einfach, jetzt freie Plätze zu finden, auch für die, die jetzt reservieren wollen. Auf meinen Bildern hier sieht man überwiegend Wohnmobile, aber es sind natürlich hier auch Wohnwagen erlaubt. Das heißt, natürlich ist es nicht, aber in diesem Fall sind Wohnwagen erlaubt. Da die Parzellen hier sehr großzügig sind, nutzen auch große Wohnmobile gern diesen Stellplatz, so dieses zum Beispiel mit 26 Tonnen. Mehr dazu aber demnächst in einem Video über dieses schöne Mobil. Mit uns auf diesem Stellplatz stehen unsere besten Freunde Lisa und Horst und mit den beiden machen wir gern mal einen Ausflug oder eine Fahrradtour, und zwar geht es Richtung Puerto Mazarrón und Bolnuevo. Der Platz ist gesichert mit einem Tor, mit einem kleinen und einem großen Tor. Wenn man die Tore öffnen möchte, muss man einen Zahlencode eingeben und dann kann man den Platz verlassen oder betreten. Wir sehen jetzt hier ein eingezäuntes Grundstück, ein größeres Grundstück. Dieses Grundstück ist speziell für Hundebesitzer. Hier können Sie mit Ihrem Hund hingehen und den Hund frei laufen lassen. Man hat das Grundstück speziell gereinigt, so dass dort keine Probleme gibt, wenn der Hund dort frei läuft. Unser heutiges Ziel mit dem Fahrrad ist Bolnuevo. Das ist ein kleiner Ort, der liegt direkt neben Puerto Mazarrón. Dort gibt es auch einen Campingplatz und den wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen anschauen. Der Campingplatz heißt Playa de Mazarrón und er wird in den Wintermonaten überwiegend von Langzeitcampern genutzt. Werfen wir mal kurz einen Blick auf die Karte. Wo liegt dieser Campingplatz? Er ist südwestlich von Murcia, direkt am Meer und hat auch einen Zugang zum Meer. Auf dieser nächsten Karte sehen wir dann, wo der Campingplatz genauer liegt, und etwas höher sieht man das markierte. Dort ist der Stellplatz, wo wir mit unserem Wohnmobil stehen. Wir sind nur mit dem Fahrrad über den Platz gefahren, deshalb gibt es jetzt hier keine komplette Vorstellung des Campingplatzes, sondern ich möchte nur so einen kleinen Eindruck vermitteln hier, wie es dort aussieht. Was hier natürlich sehr schön ist, man hat hier einen direkten Zugang zum Strand. Man geht durch ein Tor und ist sofort an einem schönen Sandstrand. Wir haben Mitte November und wir haben noch etwa 20 Grad. In der Sonne ist es natürlich erheblich wärmer, sodass sich hier noch einige am Strand aufhalten und sich sonnen. Wobei ich allerdings sagen muss, wir haben den Eindruck, in diesem Jahr ist der November kälter als in den Vorjahren. Aber das ist mein persönlicher oder unser persönlicher Eindruck. Wenn man jetzt mit dem Fahrrad weiterfährt, kommt man vorbei an den pilzförmigen Sandsteinformationen. Die sind immer sehr schön anzuschauen. Früher gab es hier auch die Möglichkeit, mit dem Wohnmobil zu stehen, zu übernachten. Das ist zwischenzeitlich verboten. Man hat auch diese Auswaschung jetzt eingezäunt, dass man dort nicht mehr reinklettern kann. Aber von Weitem anzuschauen ist auch sehr schön. Direkt neben diesen Steinformationen gibt es eine Bar. Dort kann man immer gut was trinken oder auch
Tapas essen. Von der Bar hat man einen Blick auf den Sandstrand. Dieser Sandstrand ist ein öffentlicher Strand, den kann jeder benutzen hier. Zurück fahren wir durch den kleinen Ort Bolnoevo. Hier gibt es einige Bars und Restaurants, also vom Campingplatz Playa Mazarrón sehr schnell zu erreichen. Wir werden ja häufig angesprochen von anderen Campern. Wir unterhalten uns natürlich auch gern und so erfahren wir auch immer, wenn es was Neues gibt. Und so haben wir jetzt erfahren, dass hier in der Nähe von Mazarrón ein weiterer neuer Stellplatz entstehen soll. Der neue Stellplatz, der entstehen soll, liegt in nur wenige Kilometer entfernt vom Arrera Camper Mazarrón und in unmittelbarer Nähe vom Supermarkt Mercadona. Noch ist nicht vieles zu erkennen, man sieht nur eine große sandige Fläche. Genaues konnte ich im Moment auch nicht erfahren, nur so viel, es sollen 40 Plätze für Wohnmobile dort entstehen. Man spricht davon, dass dieser Platz in wenigen Wochen eröffnet werden soll. Ob das nun wirklich so kommt, das kann ich nicht sagen. Ich habe diese Information nicht von offizieller Seite. Wir haben den 22. November und das heißt, wir reisen ab hier vom Arrera Camper Mazarrón. Wir haben hier einen schönen Aufenthalt gehabt, es hat uns alles gut gefallen hier, aber für uns ist es jetzt mal wieder an der Zeit, weiter zu reisen, denn wir wollen auch noch andere Plätze sehen und andere Camper kennenlernen. Bevor es weitergeht, fahren wir noch zur Entsorgung, die sehr großzügig hier ist. Ich habe sie ja schon mal gezeigt. Was auch gut ist, man kann die Roste hochnehmen und so kann ich mit meinem Schlauch bis tief reingehen, da ich ja auch hier meine Fäkalien entsorgen muss. Wir haben ja auf diesem Stellplatz viele nette Camper kennengelernt und über den einen oder anderen werde ich demnächst in einem Video noch berichten. Und schönen Urlaub noch. Frohe Weihnachten. Rutsch. Ciao. Den nächsten Stellplatz, den wir anfahren wollen, der ist nur 25 Kilometer entfernt. Deshalb lohnt es sich nicht, das Auto extra aufzuladen. Also wird nur der Anhänger angehängt und Rita fährt mit dem Auto hinterher. Wir verabschieden uns hier von unseren Nachbarn auf dem Stellplatz Arrera Camper und auch von unseren Freunden Lisa und Horst. Und dann geht's los, und zwar geht es nach Puntes de Canegre, dort zum Stellplatz Villa Brisa. Von diesem Stellplatz habe ich auch schon mehrfach berichtet. Er liegt nicht direkt am Meer, ist etwa 3 Kilometer entfernt. Es ist ein großzügiger Platz, also für uns dann gut geeignet, um dort mit einem Anhänger zu stehen. Dieser Stellplatz gehört zu den ersten Stellplätzen mit, die es hier in Spanien gab. Wir fahren diesen Platz seit 2008 immer mal wieder an und werden sehr freundlich von den Betreibern immer begrüßt. Auch hier haben wir wieder nicht reserviert, aber hier bekommt man meistens auch ohne Reservierung einen Platz. Die Betreiber sind Deutsche, die vor mehr als 20 Jahren hier nach Spanien ausgewandert sind. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, habe ich 2015 von diesem Platz ein Video erstellt. Im Prinzip hat sich in der Zwischenzeit auch nicht viel verändert. Es gibt hier eine End- und Versorgung, es gibt Strom und es gibt auch WLAN. Dieser Stellplatz hat geöffnet von Anfang Oktober bis Ende April. Er kostet pro Tag 8 Euro. Bei längerem Aufenthalt gibt es Preisnachlässe. Strom, hatte ich gesagt, gibt es auch. Geht nach Verbrauch. Dort, wo wir stehen, kann ich vom Mobil aus bis ans Meer schauen. Es sind etwa 3 Kilometer. Man kann diese ohne weiteres mit dem Fahrrad zurücklegen oder so wie wir jetzt mit dem Auto fahren wir jetzt hier auf das Gelände, um mal am Strand zu schauen. Es gibt hier in diesem kleinen Ort Puntes de Canegre 2, 3 Bars und Restaurants.
wo man auch mal was essen kann. Man kann dort auch in dieser Zeit gut draußen sitzen und hat einen schönen Blick aufs Meer. Etwa 300 bis 400 Meter entfernt gibt es einen weiteren Stellplatz, der nicht direkt am Meer, aber fast direkt am Meer liegt. Das ist ein einfacher Stellplatz, Schotterfläche. Es gibt keinen Strom, aber es gibt eine End- und Versorgung. Auch diesen Platz habe ich vor etwa 6 Jahren schon einmal vorgestellt. Ich verlinke das Video hier nochmal. Wir sind dann mit dem PKW noch ein Stück weiter gefahren, und zwar in Richtung Puerto Mazarón oder Bolnuevo, und dort kann man dann ans Meer gehen und dort gibt es dann noch die Möglichkeit zu wandern oder auch mit dem Mountainbike zu fahren. Man könnte rein theoretisch, praktisch auch, mit dem Fahrrad oder mit dem Mountainbike bis nach Bolnuevo fahren. Wir sind dort einige Kilometer gewandert und haben dabei einige Geocache gesucht und gefunden. Wenn die Wassertemperaturen etwas höher gewesen wären, dann hätten wir uns ausgezogen und hätten mal eine Runde im Meer geschwommen. Aber das ist uns im Moment einfach zu kühl. Der Weg ist hier teilweise gut und auch gut befestigt, aber es gibt aber auch Bereiche, dort ist es dann schwierig mit dem Fahrrad und auch mit dem Auto zu fahren. Jetzt sind wir hier an einer Stelle, wo wir auch einige Freisteher, so nennt man sich, die hier frei mit ihrem Wohnmobil oder was auch immer am Strand stehen. Es wird scheinbar geduldet, ob es erlaubt ist, weiß ich nicht, aber man hat mir erzählt, die Polizei kommt einmal am Tag, schaut und lässt sie alle hier so gewähren. Es gibt hier natürlich auch keine End- und Versorgung. Wasser wird man sich irgendwie holen müssen. Ich glaube, das geht bei einer Tankstelle. Dort kann man Wasser tanken gegen eine Bezahlung. Aber so ist es eben, wenn man hier am Strand stehen möchte. Das war's mal wieder. Ein kurzer Bericht über unsere Reiseerlebnisse. Ich danke mal wieder fürs Zuschauen und sage Bye bye, bis zum nächsten Mal.